In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie man so einen Moving Average hier erstellen kann, und zwar in der Form, dass der Benutzer in der Lage ist, hier den Wert dafür zu verändern. Schauen wir uns mal an, wie man sowas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der einen einfachen gleitenden Durchschnitt SMA verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst öffnen wir Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst binden wir die Datei Trade MKA ein, die Handelsfunktionen bereitstellt. Anschließend erstellen wir eine Instanz der Klasse CTrade mit dem Namen Trade. Außerdem erstellen wir eine externe Variable namens Number of Candles, die standardmäßig auf 1 gesetzt ist. Diese Variable bestimmt die Anzahl der Kerzen, die in unseren Berechnungen verwendet werden. In der Funktion OnTick werden zunächst der Ask und der Bitpreis berechnet. Der Ask-Preis wird mit Hilfe der Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolAsk ermittelt und auf die Anzahl der Ziffern des aktuellen Symbols normiert. Der Bitpreis wird mit Hilfe der Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolBit ermittelt und normalisiert. Anschließend erstellen wir ein Array mit dem Namen PriceInfo, um die Kursdaten zu speichern. Die Funktion ArraySetASeries wird verwendet, um dieses Array von der aktuellen Kerze abwärts zu sortieren. Das Array wird mit Hilfe der Funktion CopyRates mit Kursdaten gefüllt, wobei die Daten für das aktuelle Symbol und den aktuellen Zeitraum kopiert werden. Beginnend mit der aktuellen Kerze und einschließlich der nächsten 3 Kerzen. Als nächstes erstellen wir eine String-Variable namens Signal, um unser Handelssignal zu speichern. Außerdem erstellen wir ein Array namens MyMovingAverageArray, um die Werte des gleitenden Durchschnitts zu speichern. Die Funktion IMA wird verwendet, um die Eigenschaften des gleitenden Durchschnitts zu definieren, der ein einfacher gleitender Durchschnitt SMA ist, der auf den Schlusskursen der Kerzen basiert. Die Funktion ArraySetASeries wird wiederum verwendet, um das Array des gleitenden Durchschnitts von der aktuellen Kerze abwärts zu sortieren. Anschließend verwenden wir die Funktion CopyBuffer, um das Array des gleitenden Durchschnitts mit Daten zu füllen. Nun wird auf Kauf- und Verkaufssignale geprüft. Wenn der Schlusskurs der vorherigen Kerze über dem SMA liegt und der Schlusskurs der Kerze davor unter dem SMA lag, setzen wir das Signal auf Kaufen. Wenn der Schlusskurs der vorherigen Kerze unter dem SMA liegt und der Schlusskurs der Kerze davor über dem SMA lag, setzen wir das Signal auf Verkaufen. Wenn das Signal Verkaufen lautet und es keine offenen Positionen gibt, führen wir ein Verkaufsgeschäft von 0,10 Lots 10 Mikrolots zum Bitpreis aus. Der Stop-Loss wird auf 150 Punkte unter dem Bitpreis gesetzt. Wenn das Signal Buy lautet und keine offenen Positionen vorhanden sind, führen wir einen Kauftrade von 0,10 Lots 10 Microlots zum Ask-Preis aus. Der Take-Profit wird auf 150 Punkte über dem Ask-Preis gesetzt. Zum Schluss geben wir das aktuelle Signal und die Anzahl der Kerzen, die für die Berechnungen verwendet wurden, in das Chart ein, indem wir die Funktion Comment verwenden. Um den Code zu kompilieren, drücken wir F7. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der Code alles macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung erfolgreich war, kehren wir zum MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Nun sollte der Expert Advisor auf dem Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet, um mit nur wenigen Zeilen MQL-Code Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, ich hoffe, der Expert Advisor funktioniert. In dem Fall hier berechnen wir das für 5 Kerzen. Ich kann das hier jetzt stoppen. Hier den Wert einfach ändern, einen neuen Test starten und dann sieht man, dass das jetzt für 25 Kerzen berechnet wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.